Innovation in der Kaffeekette kommt oft von außen, manchmal natürlich auch von innen und manchmal aus anderen Branchen, also aus Branchen, die vielleicht ganz andere Dinge gemacht haben. Wie in diesem Fall. Akaya, bekannt für seine hochwertigen und hochpreisigen Wagen, baut eine Mühle zusammen mit Weber und dabei entstanden ist die Akaya Orbit. Wir sind natürlich, wie könnte es bei diesen beiden Unternehmen anders sein, im höchsten Preissegment unterwegs. Und wie könnte es anders sein bei Akaya? Wir kommen natürlich nicht nur mit einer integrierten Waage oder einer modularen Waage, sondern auch mit App daher. Ob das Ganze funktioniert, ob die Innovation hier wirklich verbaut ist, Michel, darüber sollten wir berichten. Schau dir das an, die Mühlen werden immer schlanker, wir werden immer schlanker und ja, wir kriegen tolle neue Mühlen und wir sind weiterhin hier in der höchsten Preiskategorie unterwegs. Wir müssen mal das wieder ein bisschen anpassen, aber ihr habt danach gefragt, wie die Akaya Orbit von uns eingeordnet wird, so am Markt, ob wir sie gut finden, ob wir finden, dass das alles Sinn macht und ob wir der Meinung sind, dass jetzt Mühlen auch noch eine App brauchen. Also auf meinem Handy habe ich jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Apps für kleine Röstmaschinen. Dann habe ich da, ich glaube, 2 oder 3 Wagen-Apps. Dann habe ich natürlich Bean Conqueror, wie könnte es anders sein? Dann habe ich natürlich, ich glaube, 6 oder 7 Espresso-Maschinen-Apps. Ja. Und dann habe ich jetzt auch endlich eine Mühlen-App auf meinem Handy. Das habe ich noch gebraucht zu meinem finalen Kaffeeglück. Also wenn wir gerade bei dem Thema sind, bei Akaya brauchst du einfach etwa 5 Apps, die alle anders heißen und andere Sachen können. Es gibt eine Update-App, es gibt die Wagen-App, es gibt die Orbit-App. Warum man das nicht alles in eine App macht, kann ich nicht nachvollziehen, aber man braucht all diese Apps, weil wenn ihr die hier mit einer Waage verbinden müsst, muss alles aktuelle Versionen haben, sonst geht es euch wie mir, ihr braucht Stunden dafür. Nicht nur das, wir können gerade vielleicht damit anfangen, wir sind jetzt so mittendrin. Könntest du mal die Waage rausholen? Ja. Also, Michel, du warst frustriert, denn es ist ja erst dir nicht gelungen. Es lag aber auch daran, wie ausführlich du die Bedienungsanleitung gelesen hast vielleicht. Hast du sie gelesen? Ja, ich habe sie gelesen. Diese Streifen sind entscheidend dafür, dass das Ganze funktioniert und noch viel wichtiger, falls ihr zu Hause eine Akaya Luna in der La Marzocco Edition rumliegen habt, ne? Könnt ihr euch mal wieder abschminken. Funktioniert nicht. Ihr braucht dieses Modell und das wird dann hier so magnethaft angedockt und das gibt uns ein paar neue Funktionen. Genau, und das funktioniert dann auch alles und das koppelt sich auch, wie man sich das gewohnt ist, gerade sofort und das funktioniert wirklich gut. Und dann hat die Mühle die Funktion, dass ihr Grind by Weight machen könnt. Das heißt, wir könnten diesen Hopper füllen. Da war mal geplant, dass es da einen größeren gibt. Wir haben ihn nicht gefunden, zumindest noch nicht die Verfügbarkeit dazu. Und dann kann ich hier, ich gehe jetzt das Thema noch nicht an, aber ich kann den Becher hier draufstellen und kann hier einmal draufdrücken. Und dann würde sie jetzt nach meiner Dosierung, die ich da eingegeben habe, mahlen. Wichtiger Punkt, die Waage gibt es natürlich nicht im Lieferumfang. Nein, der Becher ist dabei und sonst kommt dieses Paket jetzt hier in der Schweiz für 1800 Franken, also richtig viel Geld, aber auch sonst für $1600 kommt diese Waage zu euch. Waage, sage ich schon hier, das ist eine Mühle, kommt diese Mühle zu euch, also wirklich höchste Preiskategorie. Ne? Ja. Dann verspricht sie aber auch ein paar Sachen, die außergewöhnlich sind, die keine andere Mühle kann und die wirklich auszeichnen. Und das sollten wir uns natürlich anschauen. Über die verschiedenen Funktionen müssen wir sprechen. Unter anderem können wir eben sehr viel auch mit dieser App steuern. Inwiefern das sinnvoll ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber bevor wir da reingehen, lass uns mal so von außen nach innen und dann gehen wir in dieses Funktionspaket. Akaya Orbit, habe ich schon gesagt, Basisversion 1600 Franken plus nochmal die 300 irgendwas für eine Luna. Waage dazu und genau. Ja. Größen und so weiter. Also, wir sind bei rund 6 Kilo oder etwas mehr als 6 Kilo Gewicht. Wir sind bei einer Breite von etwas mehr als 10 cm, eine Höhe von knapp 40 cm und eine Tiefe ohne Stecker von 26 cm. Wir haben einen 200 Watt
Brushless Motor und wir haben eine einstellbare RPM, die wir über die App steuern können, wo wir verschiedene Profile abspeichern können, kommen wir nachher noch dazu. Und wir haben bei der Mühle die Möglichkeit, verschiedene Mahlscheiben auszuwählen. Wir haben uns jetzt, weil wir auch schon SSP-Ergebnisse haben von anderen Mühlen, wo wir es mal getestet haben, haben wir uns für die Mazzer entschieden, die 33M, das steht hier auf der Seite dann drauf, weil wir da einfach vergleichbare Daten noch haben wollten. Und dann ist es Acaia wichtig zu sagen, dass es zwar in gemeinsamer Gedanke mit Weber entstanden ist, dass aber die Entwicklung und den Verkauf und alles drum und dran ist Acaia-Produkt. Ja, okay. Es ist irgendwie an die EG1 vielleicht ein bisschen so angedacht, aber es ist ihr Produkt. Whatever, so. Interessiert uns nicht. Wir bewerten einfach, was hier steht. Genau. Da können die sich dazu noch denken, was sie wollen. Viel Edelstahl, ein bisschen Aluminium. Ja, und dieser Becher ist dabei, der fasst übrigens einiges an Kaffee und der passt auch ganz schön auf den Siebträger drauf. Ja, ich finde den richtig, das muss ich wirklich sagen. Ich finde diesen Becher super schön, um zu dosieren. Er geht nicht zu tief in den Siebträger rein. Es verteilt sich schön. Der hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und dann ist sie sehr minimalistisch gemacht. Also es gibt diesen Eingang, dann gibt es das Drehrädchen, um den Mahlgrad zu verändern. Es gibt einen Knopf vorne, der verschiedene Funktionen hat. Die könnt ihr auch über die App aussuchen mit Mehrfachdrücken. Und ihr habt einen Hauptschalter hinten. Genau, fertig. Ihr könnt das Kabel abmachen und wieder anschließen. Ihr habt den Hauptschalter hinten. Ja, finde ich noch manchmal praktisch zum Einfädeln oder so. Und sonst eben, wie gesagt, das schlanke Mühlein. Steuerung vorne, stufenlos. Ja. Und so, dass es gut einsehbar ist, auch wenn man auf der gleichen Höhe wäre, wird also auch gut gehen. Ne? Kaffeebohnen schmeißt man oben rein. Und das ist das Jahrzehnt der Single-Doser, wird immer klarer, wieder natürlich bei einer Single-Dosing-Mühle. Ja. Wir könnten da irgendwie uns einen Hopper draufbauen, haben wir schon gesagt, in Kombination mit der Waage würde das gehen und dann könnten wir eben auch eine Dosiermühle daraus machen, aber im Prinzip ist das eine Single-Dosing-Mühle. Das können wir so allgemein sagen. Ja. Möchtest du über Funktionen sprechen? Ich finde, das ist schon was die Mühle auszeichnet. Ja. Also das ist ja was, eine App, bei den meisten Mühlen, die macht man an, da malt man dann x Sekunden, macht man hier übrigens auch. Die Mühle ist relativ langsam, man hat also Zeit, sich beim Malen ein paar Sachen zu überlegen. Und man kann dann eben zum Beispiel die RPM unterwegs steuern. Stell dir vor, du hättest so eine 80 Grind by Weight von Malkönig. In 2,5 Sekunden, wenn du da 18 Gramm wiegst, da kannst du zwischendurch keine RPM mehr einstellen. Hier haben wir aber rund 18 Sekunden, 18,5 glaube ich, für 18 Gramm Kaffee, beziehungsweise 14 Gramm, wenn wir 10 Sekunden mahlen. Und damit gehört sie zu den langsamen Mühlen. Ne? Nicht in der untersten langsamen Kategorie, aber in der zweituntersten lahme Mühle. Aber wir wollten ja über die Funktionen sprechen, die wir während wir mahlen verwenden können. Ja, theoretisch gesehen könnt ihr es starten und dann über die App die RPM verändern. Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll das ist von der Reproduzierbarkeit, aber wir haben es noch nicht in der Tiefe erforscht. Nein, aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt A, B, C programmieren oder 1, 2, 3 oder was auch immer. Ihr habt einfach 3 Programmiermöglichkeiten, wo ihr zum Beispiel sagen könnt, ich möchte A mit 900 laufen, ich möchte B mit 1200 laufen und dann kann man das so abspeichern und kann so einen spezifischen Kaffee über die App dann einfach sagen, hey, ich möchte dieses Profil malen. Und das lässt sich dann nachher auch hier wiederum vorne abrufen, ne? Gewisse Sachen kann man vorne dann wieder abspeichern. Also diese Taste hat die Funktion, dass man 3 Sachen abspeichern kann. Ich habe jetzt hier das normale Malen drin. Jetzt malt sie einfach, bis sie merkt, es ist kein Kaffee mehr drin. Dann macht sie diesen Umdrehmechanismus und dann hört sie wieder auf. Ja, der ist spannend, ne? Über den müssen wir kurz reinschieben, wenn du ihn schon erwähnst, Michel. Ja, habe ich also auch auf Stufe 2. Ja. Nein, auf Stufe 3. So. Auf Stufe 2 ist nochmal ein bisschen Nachmal. Und das, also was wir jetzt hier gemacht haben, wir sind jetzt gerade wieder nicht in der App, wir springen ein bisschen, aber so ist es halt. Das fand ich eigentlich sehr clever. Ja. Die Mühle malt, Kaffee ist draußen und dann sagt sie ja, manchmal habe ich noch ein bisschen Retention irgendwo hängen. Deswegen male ich in die andere Richtung ganz automatisch und gebe dadurch auch noch ein bisschen aus. Ja. Sehr smart. Ja. Interessant, also wir wissen ja jetzt gar nicht, was wäre ohne, weil sie es automatisch macht. Ja. Aber alles, was wir nachvollziehen konnten, und das schieben wir jetzt hier auch gerade nochmal mit rein, ist jetzt auch nicht in ein ausgeprägter Totraum. Nein, wir sprechen von einem austauschbaren
austauschbar, nur austauschbaren Totraum von 0,2 bis 0,3, also wirklich wenig Kaffee, der austauschbar ist, der immer wieder bei der Mahlung hinzukommt. Und dann gibt's aber ein kleines Thema mit dem Permanenten, weil ihr müsst euch das so vorstellen, die beiden Mahlscheiben liegen hier eigentlich drin und wir mahlen eigentlich ja immer nach außen bei Mahlscheiben. Also die vordere dreht, die hintere ist fixiert und die dreht dann so um die eigene Achse, macht noch Sinn. Und dann mahlt's hier in den äußeren Bereich und fällt eigentlich hier in den Behälter. Und da gibt's Mitnehmer, diese Mitnehmer, das sind 2 davon in dieser Mahlkammer drin, die transportieren uns den Kaffee einmal hier unten zu dem Auslauf und fallen dann da rein. Und diese Mitnehmer sind relativ breit geschaffen, weil die ja den Kaffee nicht nur nach der Mahlscheibe mitnehmen müssen, sondern eigentlich da, wo die Mahlscheiben gerade aufeinander kommen, bis nach außen. Und an diesen Mitnehmern haben wir nach unseren ganzen Tests, das muss man halt hinzufügen, also es waren locker 4 Kilo Kaffee, die hier durchgegangen sind. Da hat sich wirklich ein permanenter Totraum angesammelt. Darum ein wichtiger Tipp für alle, die die Mühlen schon haben. Das ist ein Bereich, den ihr über diese 4 Schrauben hier links und rechts öffnen könnt. Und den würde ich wirklich alle, 4 Kilo Kaffee hat man jetzt nicht in 2 Monaten, aber ich würde so alle 2, 3 Monate vielleicht mal aufmachen, von außen wegpinseln, dass das wieder weg ist. Weil das ist dann permanent und da hatten wir nach diesen 4 Kilo, sage ich jetzt mal, etwa 0,4 Gramm noch obendrauf. Genau, das wäre dann am Ende dann der absolute Totraum, also 0,4 einmal permanenter plus die 0,2 bis 0,3 in dem Bereich, also 0,7 absoluter Totraum. Was sehr gut ist, absoluter Totraum. Was für eine Dosiermühle sehr gut ist, wobei temporärer Totraum von 0,2, der dann ja auch bleibt, ne, nach dem Cleaning und so weiter und so fort, ist nicht in der besten Kategorie, sondern finden wir aber immer noch gut, aber nicht sehr gut. Also da gibt es noch Mühlen, die noch weniger haben. Einfach, das sei hier dahingestellt. Jetzt sind wir ein bisschen reingesprungen in das Thema. Könntest du uns die App nochmal öffnen, uns einmal differenziert durchzeigen, vielleicht mit angeschlossener Waage auch, das gesamte Potenzial dieser Mühle? Das gesamte Potenzial. So, ich bin jetzt auf der App, habe die einmal aufgemacht. Da steht aber noch Connect to Orbit. Genau, das kann ich jetzt einmal machen, indem ich hier draufklicke. Und das funktioniert, wenn du es mal gemacht hast, gut. Das war kein Problem. Das hat wirklich super funktioniert. Und dann habe ich hier A, B, C und kann dem eine RPM zuspielen, wie ich das machen möchte. Das heißt, ich gehe dann über die Einstellungen, kann jetzt hier sagen, das wäre jetzt, wenn ich die Waage noch gekoppelt habe, habe ich noch eine Gewichtmöglichkeit. Das kann man, dann nicht so schnell. Ich schnapp sie mir auch schon mal. So, und dann kann ich hier in dem Bereich von diesen 600 bis 1500 kann ich das nehmen. Ich will jetzt 1250, speichere das einmal ab und dann ist das bei B gespeichert. Und dann kann ich die Mahlung auch über die App starten. Du kannst hier zwar so ein Purge und so eine bestimmte Mahlung oder so einen Weitermahlen kannst du abspeichern unter den Tasten. Aber genau, da kannst du auf die Orbit Button Action, da kannst du das aussuchen, was du mit 1 oder 2 oder 3 Mal machen möchtest. Genau dieses Reverse kannst du zum Beispiel machen. Und genau. Gut, das sind Funktionen, die wir haben. Und ich kann natürlich, weiß ich auch nicht, zum Beispiel hier meine Bohnen reinschmeißen. Und weglaufen und starten. Weglaufen und starten. Und wiederkommen. Ah, ich habe noch was vergessen. Ist eine total wichtige Funktion. Findest du nicht? Ja. Oder, also erklär mir das Einsatzzweck. Du sitzt auf dem Klo und denkst, ich möchte gleich, ich habe die Bohnen eh schon reingelegt. Ich weiß. Also, okay, also das ist vielleicht jetzt nicht so relevant, aber wir könnten es programmieren. Ja, und ich kann einfach die RPM verändern, ohne dass ich irgendeine Taste am Gerät haben muss. Und ich kann dem Knopf sagen, was er tun soll. Ich kann auch eben dieses Nachmalen, kann ich nochmal beauftragen. Falls ich die Mühle so lange gereinigt habe, dass ich die nicht mehr anfassen möchte, kann ich alles über die App steuern. Und dann hast du noch den manuellen Bereich, da kannst du dann einfach malen. Und könntest während dem Malen eben auch sagen, ich gehe jetzt auf 1500. Oder ich gehe zurück auf 600. Ah, jetzt hat sie gestoppt. Ja, ich überlege mir die ganze Zeit, wofür man die Mühle noch nutzen kann. So nach dem Motto, stell dir vor, ich mache das vielleicht. Das machen wir noch später. Fazit. So, und jetzt stell dir vor, ja, du hast eine Luna.
Und hast du es hinbekommen, sie zu verbinden? ja, nachher dann schon. Also das erste ist beides erstmal auf die aktuelle Firmware updaten und dann, ja, ist gut, kann man auch so, ja. Und dann ist ganz wichtig, natürlich Bedienungsanleitung lesen. Habe ich auch gemacht. Mir war einfach nicht bewusst, dass diese Magnetstreifen wirklich unerlässlich sind, um das mit dem zu nutzen, weil mich würden die jetzt irgendwie nerven. In anderen Situationen. Genau, erstens sind die nur geklebt, also vorher ist schon einer hängen geblieben, weil die Magnete hier relativ, also eine schöne Stärke haben, jetzt im positiven Sinne, aber das muss echt gut halten und wenn du es dann drauf machst, dann rutscht es eben an die richtigen Stelle und dann funktioniert auch die Kommunikation. Ja. Wichtige Voraussetzung. So, und jetzt habe ich eine Verbindung zwischen Waage und Mühle. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Becher hinzustellen und der Mühle zu sagen, ich hätte gerne 18 Gramm und dann malt sie mir 18 Gramm. Und wenn sie das nicht ganz geschafft hat, wenn sie ein bisschen zu früh gestoppt hat, dann malt sie nochmal nach. Mach mal den Becher drunter. Jetzt clever oder... Also ich fiedel dann hier so ein. Genau. Das ist natürlich... Da muss man dann diesen Shoot hier wegmachen. Kann ich den einfach abziehen? Der kann es einfach abziehen. Und dann passt's, ne? Aber mit dem passt's nicht. Das ist jetzt wieder so einfach... ich dachte, der magnetisiert hier auch. Nee. Das ist jetzt wieder sowas... Das ist einfach nicht zu Ende überlegt. Aber den brauche ich doch eigentlich schon, weil ich doch sonst relativ viel statische Ladung habe. Also es geht ja auch. Du musst einfach den Becher einführen. Okay. Oder... einen kleineren Becher nehmen. Genau, oder du kaufst den Kaffeemacherbecher und mit dem geht das auch. Ja gut, okay. Jetzt nicht so super clever, aber eine Variante. Und jetzt könnte ich da oben, wenn ich einen großen Bohnenbehälter hätte, dort damit auch dann Dosiermühle spielen. Ja, ich zeige dir aber mal was. So, ich bin jetzt hier auf Programm B. Ich habe mir B schon als Versuch gemacht. Ich habe auf B 17,3 Gramm drin. Ich habe den ausprobiert ohne diesen Spout. Jetzt mach mal du kannst ja den Becher jetzt runter machen. So, jetzt nehmen wir hier ein bisschen Kaffee. Und jetzt möchte ich ja, also eigentlich möchte ich 18 Gramm. Wieso? Ja, aber dann stell es ein. Nein, Wieso nicht? zeige ich dir. Weil, wenn ich das jetzt mache, wette ich dir, dass ich jetzt auf 18 bis 18,1 komme. Ah, du meinst, weil sie so unpräzise ist? Nein, sie ist präzise. Aber? Sie ist super präzise. Du kannst hier malen. Siehst auch ein bisschen die Statik, also das streut schon recht. Zeigt mir hier die RPM an, was sie tut. Da eine Kurve. Ja, mega toll. 17,1, 17,2. So. 17,3. Ja, warte mal. Ja, jetzt hat sie es nicht mehr verändert. Normalerweise, wenn sie noch im Dings ist, weil jetzt sind es 18. Das überprüfen wir jetzt. Du sagst, du hast hier so viel noch im Shoot, Ja. dass sie eigentlich nicht sauber gemessen hat, beziehungsweise sie hat nur gemessen, was unten kam. Mit dem ist es etwa 1 Gramm, ohne den ist etwa 0,7. Mach's mal rein. Also, du hattest 17,3 programmiert, Ja. 18,1. Ja, hast du toll getestet, 0,8 Gramm Totraum hier oben. Ja. Ist natürlich, kannst du vergessen. Ja. Kannst ja eigentlich dann nicht Grind by Weight machen. Doch, du musst einfach wissen, wie viel im Shoot hängen bleibt. Also darum war das für mich dann, als ich das rausgefunden habe, war das so das Ergebnis. Ja gut, okay. Ja. Ich würde mir die Waage dazu, also ich finde die Waage toll. Ich habe die Waage auch zu Hause, gebe ich ganz offen zu, aber ich würde sie nicht in Verbindung mit der Mühle nutzen. Für mich ist das eine klassische Single-Dose-Mühle und das Grind by Weight würde ich vergessen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, was jetzt der Akaya eigentlich versucht hat. Vielleicht, weil sie ja für Wagen bekannt sind, haben sie jetzt eine Waage eingebaut. Und ich finde schon smart, auf der Waage wird dann die RPM auch angezeigt und so weiter und so fort. Das ist schon schick, das ist elegant, aber das funktioniert ja jetzt gar nicht. Genau, und jetzt ist aber so, ihr könnt ja Statik über RDT, also über ein Wasserspray lösen. Das macht ja aber keinen Sinn, wenn ihr mit Grind by Weight arbeiten möchtet, weil dann habt ihr hier oben ja Kaffee drin. Darum macht diese Kombination keinen Sinn und darum
macht auch die App nicht wirklich Sinn. Und wir gehen wieder zurück zu dem, wie wir normalerweise arbeiten, nämlich wir malen einfach, bis leer ist. Und da macht sie einen tollen Job. Ja, aber ich möchte noch ganz kurz was sagen. Also 0,8 Abweichung mit Waage, Michel. Das ist mehr als alle zeitgesteuerten Dosiermühlen, die in neuerer Zeit auf den Markt kommen, haben. Also die haben ja 0,1, 0,2, wenn sie zeitgesteuert sind. Jetzt müsste man ja erwarten von einer Mühle mit Waage, dass sie eigentlich präziser ist als das, was im Zeitsteuerungsmodus möglich ist. Aber man hat den Spout nicht eingerechnet. Und damit disqualifiziert man sich ja doppelt. Ja. Ich würde an der Stelle von Nakaya lieber sagen, Weber hat sie designt. Ehrlich gesagt. So, warte mal kurz. Vor allem, wenn man sich auf Wagen spezialisiert hat. Die Waage misst ja gut. Apropos gut messen. Wie laut ist sie denn? Jetzt wird es eben spannend. Total spannend, wenn es nicht alles im Schuh hängen bleiben würde. Richtig, Aber weil jetzt guck mal rein. Guck mal. Siehst du die Lampe? Zack. Hast du gesehen, wie viel das ist? Weißt du, warum ich es gesehen habe? Sehr schick, weil da eine Lampe ist. Genau. Da ist eine Lampe, die in die Dosierkammer reinleuchtet. Auch wieder edel und auch wieder elegant. Und auch das ist da oben smart, aber ihr braucht den Shoot und den haben sie ja mit eingebaut. Der funktioniert auch, der blockiert halt einfach nur das Ding, wenn es auf der Waage steht. Und ja, irgendwie passt da was nicht so ganz. Aber lass uns weitermachen, Michel. Wir haben gerade noch kurz gehört, wie laut die Mühle ist. Sie ist relativ laut. Es sind 76 Dezibel. Damit ist sie nicht die lauteste Mühle, damit ist sie nicht die leiseste Mühle. Sie ist da in so einem mittleren, in einem durchschnittlichen Bereich. Und wenn wir 18 Gramm reinmachen, kommen dann auch wieder 18 Gramm raus? Die kommen raus, wenn wir alle Tricks nutzen, wenn wir den Shoot leer machen und so weiter. Dann funktioniert das gut und damit ist sie eigentlich eine Single-Dosing-Mühle, die im Prinzip ordentlich funktioniert. Ja, absolut. Und ich würde mich bei der Mühle einfach auf das fokussieren, weil die macht eigentlich das, was sie eigentlich machen soll. Wenn ihr RDT, wenn ihr dieses Wasserspray nehmt, dann habt ihr da sogar noch ein bisschen weniger Statik und dann ist sie nochmal etwas Funken präziser. Aber sie ist ja schon eigentlich gut. Und dann habt ihr 18 Gramm hier rein und irgendwas zwischen 17,9 und 18,1 wieder unten raus. Ihr habt einen mega kleinen Totraum. Ist jetzt bei einer Single-Dose-Mühle nicht entscheidend, weil eben der Single-Dose-Totraum ja entscheidend ist. Und ihr könnt mit RPMs spielen und ihr habt natürlich auch noch das Spielfeld mit den verschiedenen Mahlscheiben bei dieser Mühle, was so diese Espresso-Performance einfach ein bisschen breiter macht. Wir können ein bisschen mehr damit spielen. Das finde ich schön und die ganzen verzettelten Grind-by-Weight-App-Thematiken, die lassen wir jetzt hier mit zurück, gucken weiter auf die weiteren Parameter. Ich würde sagen, wir kommen zum Espresso vielleicht ganz kurz. Wir haben natürlich auch Bezüge hintereinander gemacht und geschaut, erwärmt sie sich und da können wir berichten, naja, eigentlich unwesentlich. Wir sind da relativ konstant in der Temperatur. Das ist keine große Thematik. Nein. Guter, solider, leckerer Espresso. So wie halt irgendwie Kaffee Espresso von 64 mm Mahlscheiben schmecken könnte. Ja. Oder? Ja, genau so. Also, aber ich meine, wir haben eine gute Partikelverteilung. Wir haben ein schmales Hauptpeak. Wir haben ein mittleres, ausgeprägtes Feinpeak. Ja. Aber wir haben ein schmales Hauptpeak. Wir haben eine gute Partikelverteilung. Wir haben einen leckeren Espresso mit einer schönen Cremigkeit, mit einer weichen Struktur, der alles bringt, was wir erwarten. Und das ist jetzt nicht überraschend. Schöne Süße, leichte Säure, sehr nougatig. Finde ich gut. Keine Frage. Ja. Man kann, so schön, wir wollten gleichzeitig sagen, man kann einfach guten Kaffee mit der Mühle machen. Ja. Ist einfach lecker. Einfach lecker, egal ob hell oder dunkel. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie kompliziert ist es, den Mahlgrad zu finden? Ich finde, der Range ist relativ groß, positiv gemeint, weil du musst dir vorstellen, ich hatte vorher eine Extraktion bei rund 9
Die war 33, 34, 35 Sekunden, also zu lang. Und dann bin ich auf 9,7, also relativ viel verstellt. Und dann war sie bei 20. Und jetzt war ich hier in der Mitte, also ein Strich, ist vielleicht 2 Sekunden. Und zwischen dem Strich hat es noch recht viel Platz, weil sie ja stufenlos ist, weil sie nicht einrastet, anders als andere Mühlen, die wir auch kürzlich angeschaut haben. Michel, jetzt möchte ich gerne meine App verwenden und mit der App gerne grob stellen auf Filterkaffee-Mahlgrad. Geht es? Nein. Hätte ja sein können. Das wäre ein guter Einsatzzweck für so eine App, dann müsste ich mir die Sachen nicht notieren. Das heißt, ich mache das jetzt von Hand. Ja, du willst noch Filterkaffee brühen. Wir machen einen Filterkaffee. Wir wollen wissen, wie die Maschine als Filterkaffeemühle performt. Denn das möchte sie können, das ist ihr Anspruch. Und dann stellen wir die Waage entsprechend ein. Jetzt im Moment können wir ja gerade sagen, wir sind jetzt wo genau? Ja, eigentlich bei 9,5, ja, ist die Frage 9,32, 9,2. 9,3, ja. Ja, jetzt müssen wir mal aufmachen, hä? Mal David Rezept. Schöne Extraktion, lief gut. Wir haben jetzt einmal quasi um 1 oder nicht ganz, ich sag mal 0,8 Drehungen. Ne? Wir waren eben bei 9 und 3 zerquetschte und sind jetzt bei 7,3. Ja. Und hatten eine schöne Auslaufzeit. Wir probieren jetzt einen Filterkaffee, denn die Mühle möchte ja auch eine Mühle sein, eine All-Purpose-Mühle, die auch in der Lage ist, Filterkaffee zu bringen. Und ich kann schon sagen, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass mir fehlt eigentlich diese Anzeige, dass wir jetzt um 1 aufgedreht haben. Ja. Das würde ich mir wünschen eigentlich. Ja. Haben wir jetzt hier nicht. Müssen wir uns so merken. Wir sind also im Filterkaffeebereich. Wir haben jetzt hier äußerlich keine andere Anmerkung. So, müssten jetzt wieder 1 komplett zurückdrehen. Wir werden das gleich auch machen und uns angucken, ob wir dann den Mahlgrad wieder treffen. Aber erstmal schauen wir mal, wie uns der Filterkaffee schmeckt. Ja, zu unserem Amigo. Ein sehr zugänglicher Filterkaffee, der eigentlich so das Talent hat, fast immer zu schmecken. Ja. Einen sehr zugänglichen Geschmack. Ja. Schöne Süße. Schöne schokoladige Note. Ja. Ja, passt. Ist auch da, ne? Finde ich, habe ich jetzt eigentlich keine Frage. Ein bisschen heiß, aber... Ja gut, dafür kann die Mühle nichts. Ja, aber ich bin jetzt erstaunt. Und hat nichts krass Trockenes oder so, was oftmals bei Espressomühlen der Fall sein kann. Nö, das finde ich wirklich gut. Das macht Spaß, das hat jetzt gut funktioniert. Und jetzt kommt aber eine Challenge. Jetzt würde ich dich bitten, zurückzustellen und uns nochmal einen Espresso-Shot zu machen. Ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Kaffee dazwischen. Aber warum? Wo kommt der her? Ja, jetzt liegt wahrscheinlich ein bisschen was zwischen den Mahlscheiben. Ja, aber wir haben ja nicht dazwischen gemacht. Kannst du mir erklären, warum der Kaffee rauskommt? Ja, das kann ich dir jetzt gerade nicht erklären. Weil wir halt eine große Veränderung gemacht haben. Und dann tritt er das mal gut, was vorher bei den Mitnehmern war, oder? Ja. Tritt er wieder aus? Ja, drückt's da über den Übergang raus. Das ist gut, ne? Das ist gut. Das ist beachtlich. So, den Test hat sie bestanden. Wir sind von Espresso auf Filterkaffee Mahlgrad, also richtig grob gegangen, sind dann wieder zurückgegangen, haben leckeren Filterkaffee zwischendurch getrunken, sind dann zurück zu Espresso gekommen und konnten nur anhand dieses Rezepts auch wieder zu unserem Wunsch Espresso kommen. Ja. Sehr gut. Ja. Also wirklich sehr gut. Wir hatten das bisher nur getestet von Espresso zu Ristretto und von Espresso zu
Kaffeecreme und dann wieder zurück zu Espresso. Aber dass sie das hier auch im Filterkaffeebereich macht, sehr gut. Wichtig dabei, ihr müsst unbedingt, wenn ihr dann wieder runtergeht von grob zu fein, die Mühle laufen lassen, denn da sind noch ein paar Partikelchen zwischen den Mahlscheiben und sonst könntet ihr euch verkanten. Genau, also bei Espresso mal gerade verändern müsst ihr das nicht, aber in dem großen Bereich, auf jeden Fall, wenn ihr feiner geht, würde ich immer kurz laufen lassen oder zwischendurch laufen lassen. Lieber Michel, damit haben wir eigentlich spannende Resultate. Wir haben guten Espresso getrunken, wir hatten leckeren Filterkaffee, wir haben die Mühle in Gänze besprochen, haben auch alles erzählt, was wir euch berichten wollten und können vielleicht zum Schluss noch eine kleine Einordnung machen. Ja. Und ich möchte trotzdem jetzt mit einer vielleicht ein bisschen ketzerischen Frage das Fazit eröffnen, nämlich wieso nicht eine Espresso-Mühle mit einem 64 mm Mahlwerk für 1.000 € weniger? Das ist eine berechtigte Frage. Absolut berechtigte Frage. Ich finde sie sehr schön verarbeitet. Ich finde, die Materialität ist gut. Es ist intuitiv mit diesem Knopf. Ich finde es schön, dass man mit RPM spielen kann. Ich finde aber dann schon die Hausnummer mit $1.600 schon ordentlich, auf jeden Fall. Es lässt einen Spielraum offen für andere Mahlscheiben. Haben die für 1.000 weniger auch? Haben die anderen auch. Ich glaube, sie will viel, was gar nicht nötig ist. So. Ja, also erstens das und zweitens kommt sie auch mit so Kinderkrankheiten daher, die dann eben auch die 1.000 Franken weniger oder 1.000 € weniger kostenden Mühlen eben auch haben. Zum Beispiel, dass wir eben doch das kleine Wasserspray brauchen, um nicht eine wahnsinnig hohe statische Auflösung zu haben. Und das würde ich mir jetzt dann schon erwarten in der Preisklasse, dass es besser gelöst ist. Dann haben wir hier so konstruktive Herausforderungen. Die App gibt uns jetzt auch nicht etwas, was wir im Alltag wirklich viel brauchen. Und die App in Verbindung mit der Waage gibt uns noch ein bisschen mehr. Aber die Waage jetzt hier an der Stelle, die ist ganz cool, um zu sehen, was da passiert. Und dass wir dann nachher auch wieder den Kaffee in der Waage oder in der Tasse haben, wenn wir reingemahlen haben. Aber so richtig brauchen wir das im Alltag von Single Dosing auch nicht. Und eine extra Anzeige auf einer Waage, wie viel RPM ich gerade habe, brauche ich auch nicht. Und so, und das ganze Spielfeld mit wechselnder RPM, gut, wir haben jetzt nicht umfassend mit unterschiedlichen RPM-Geschwindigkeiten während dem Mahlen gespielt, aber schon die grundsätzliche Umstellung von hohen und zu niedrigen RPMs ergibt nicht einen riesen Effekt. Bei dieser Mühle nicht, bei vielen anderen Mühlen auch nicht. Wobei wir ohnehin bei Espresso eigentlich immer in die höheren Bereiche gehen von RPM, beim Filterkaffee ein bisschen runter und dann zu guten Ergebnissen kommen. Ja. Also ich finde es ein kleines Spielfeld. Wenn sie 500 € weniger kosten würde ich sagen, voll geil, tolle Mühle, ist auch so eine tolle Mühle, ist einfach eine stolze Summe Geld für eine Mühle, wo ihr Rezepte machen könnt, wo ihr aufschreiben könnt, was es ist. Ihr werdet wieder dahin finden. Ihr könnt mit verschiedenen Kaffees spielen. Für das ist sie sehr gut gebaut, muss man ganz klar sagen. Und sie ist leise. Sie ist relativ leise, sie hat wenig Totraum, also performt insgesamt gut. Aber nochmal, es ist sehr viel Geld und am Ende müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das in diese Mühle investieren wollt oder ob ihr Lust habt, in diesem Bereich zu experimentieren. Für uns und für heute soll es das gewesen sein von der Acaia Orbit. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut auch unten im Testbericht vorbei. Da findet ihr nochmal ein paar Einzelheiten, auch die Partikelverteilungskurven. Und ansonsten sind wir natürlich immer auch interessiert an euren Erfahrungen mit der Mühle. Wenn ihr sie zu Hause habt, könnt ihr Dinge von denen, die wir jetzt hier angesprochen haben, bestätigen. Habt ihr komplett andere Meinung, dann schreibt gerne in die Kommentare, denn wie immer gilt, das ist jetzt unsere Perspektive, unser Blick auf die Mühle, den haben wir mit euch geteilt, aber es gibt noch viele andere Perspektiven und umso spannender, wenn die auch hier unten von euch erwähnt werden. Wir sagen Tschüss, passt auf euch auf, trinkt guten Espresso, auf bald.